Willkommen beim ADAC Fahrbericht, heute mit dem BMW 2er Active Tourer. Dieses Fahrzeug gibt es schon seit 2014 beim BMW. Allerdings wurde im Frühjahr dieses Jahres die neue Form eingeführt, jedoch nur für die kurze Variante, also den Active Tourer, nicht für den Grand Tourer. Wir wollen uns heute anschauen, wie sich der Wagen fährt, und während unserer Probefahrt gucken wir uns auch Dinge an, wie zum Beispiel die Assistenz- und Sicherheitssysteme, das Infotainment, das Platzangebot, die Fahrdynamik, das Kofferraumvolumen und vieles, vieles mehr. Bleibt bitte dran und schaut einfach zu. Wenn ihr Fragen haben solltet, die während des Videos nicht beantwortet werden, bitte einfach einen Kommentar schreiben. Wir beantworten den so schnell wie es geht. Jetzt geht's aber ab auf die Straße mit dem BMW 2er Active Tourer. Mein Testwagen, der wird angetrieben von einem 2 Liter Vierzylinder Turbobenziner. Und das hier an Bord ist eine Mild-Hybrid-Einheit. Das heißt, wir haben nicht nur diesen 2 Liter Vierzylinder, sondern wir haben auch noch ins Getriebe integriert einen Elektromotor. Und die Leistungsdaten sehen so aus: der Verbrenner leistet 150 kW und 320 Newtonmeter und der Elektromotor leistet nochmal 14 kW und 55 Newtonmeter. Und daraus ergibt sich eine Gesamtsystemleistung, die BMW angibt, mit 160 kW bzw. 218 PS und 360 Newtonmetern Drehmoment. Und das sorgt hier im Auto für ganz ordentliche Fahrwerte. Der Wagen vermittelt die Kraft oder überträgt die Kraft auf die Vorderräder über ein 7-stufiges Doppelkupplungsgetriebe, und so erreichen wir hier Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 241 Kilometern laut Datenblatt, und von 0 auf 100 soll der Wagen beschleunigen in nur 7 Sekunden. Den Verbrauch gibt BMW an mit 6,6 Liter auf 100 gefahrene Kilometer. Mein Testwagen fährt vor in einer Farbe, die nennt sich Portimao Blau. Die gibt es leider nicht kostenlos. Hier verlangt BMW 700 € extra. Allerdings finde ich, dass sie dem Auto wirklich sehr gut steht. Wenn wir von vorne auf den Active Tourer schauen, der ist 1,82 Meter breit ohne Spiegel. Damit passt er sehr gut ins Segment. Und was sofort auffällt beim Blick von vorne im Vergleich zum Vorgänger, das ist das hier. Der große Kühlergrill, die sogenannte BMW-Niere, die jetzt hier ganz klar die Fahrzeugfront dominiert. Und bei uns haben wir hier diese satinierten Einleger und auch hier diese glänzend schwarzen Bereiche. Das liegt daran, dass wir das sogenannte M-Sport-Paket mit an Bord haben. Das kostet 3.650 € extra, bietet aber dafür auf der einen Seite ja ein bisschen sportlichere Fahrmöglichkeiten, auf der anderen Seite innen wie außen so ein bisschen den dynamischeren Look. Und deswegen haben wir unter anderem hier unten auch diesen großen Lufteinlass in der Wabenoptik, auch wieder in glänzendem Schwarz, dann die scharfe Abrisskante hier vorne, an der Seite auch wieder einen glänzend schwarzen Einleger und diese satinierte Spange. Das sorgt einfach dafür, dass die Außenseite betont wird und der damit doch ein bisschen sportlicher dasteht, als man es von so einem Tourer grundsätzlich erwarten würde. Darüber hinaus hat dieses Fahrzeug immer bereits in der Serienausstattung schon LED-Scheinwerfer mit an Bord. Auf Wunsch gibt es hier gegen Aufpreis auch noch sogenannte adaptive LED-Scheinwerfer. Zur Basisausstattung des 2er Active Tourer gehört unter anderem immer eine 2-Zonen-Klimaautomatik oder aber ein Multifunktions-Lederlenkrad, aber auch ein voll digitales Cockpit oder hier der große Touchscreen fürs Infotainment. Darüber hinaus gibt es noch Apple CarPlay und Android Auto. Es gibt ein 7-stufiges Automatikgetriebe und auch eine elektrische Heckklappe, nur um ein paar Dinge aufzuzählen, die hier immer mit an Bord sind. Darüber hinaus kann man natürlich noch mehr Ausstattung bestellen. Das sind Sonderausstattungen, die man einzeln oder im Paket ordern kann. Und dazu gehören dann Dinge wie ein Soundsystem von Harman Kardon oder ein großes Panorama-Glasdach. Es gibt hier aber auch elektrisch verstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion oder aber ein Head-Up-Display und vieles, vieles mehr. Und so kann man aus dem Wagen tatsächlich am Ende seinen Active Tourer machen und ihn wirklich so individualisieren, wie man das gerne möchte. Wichtig ist jedoch, all diese Extras kosten extra Geld, und damit wird dieser relativ kompakte Wagen dann doch sehr schnell deutlich teurer. Der Active Tourer fährt normalerweise vor auf 16 Zoll Alurädern. Unserer als 223i hätte eigentlich 17 Zöller an Bord. Das hier sind aber aufpreispflichtige 18 Zoll Räder. Dieser Satz Felgen hier kostet fürs Auto 1.750 € extra. Wenn wir uns den Wagen insgesamt anschauen, der ist 4,39 Meter lang, hat einen Radstand von 2,67 Meter und eine Höhe von 1,58 Meter und ist übrigens damit nicht ganz 20 Zentimeter kürzer als der Grand Tourer. Wenn wir uns die Formsprache anschauen, dann sehen wir haben eine relativ kurze Haube, eine sehr flache Frontscheibe, ein leicht abfallendes Dach mit dem großen Dachkantenspoiler, hier einen relativ kurzen Überhang hinten. Und was dann sofort klar wird, wenn wir uns die Form anschauen, die Wettbewerber hier sind sehr schnell erkannt. Zum Beispiel ist es die Mercedes B-Klasse oder aber auch der Renault Scenic in der Kurzform. Um den Wagen so ein bisschen sportlicher dastehen zu lassen, hat BMW so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Zum einen natürlich bei uns der Hinweis auf das M-Paket, zum anderen aber auch hier die Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, auf der Schulter des Fahrzeugs montiert. Dann haben wir hier unten einen schön ausladenden Seitenschweller und vor allen Dingen hier auch diesen Schwung, der nach oben geht. Und hier hinten
wieder aufgenommen wird. Und diese Keilform quasi, die sorgt für so einen Push nach vorne und gibt diesem ja doch sehr familienfreundlichen Fahrzeug so ein bisschen mehr Sportlichkeit. Dazu kommen dann bei uns noch die abgedunkelten Scheiben an der Seite und damit wirkt er nicht ganz so bieder. Und ich denke, das ist dann schon wieder eine ja recht gelungene Mischung aus einem familienfreundlichen People Mover und einer etwas sportlicheren Ansicht. Wer sich für einen Zweier Active Tourer interessiert, der muss mindestens 36.000 € laut Preisliste einplanen. Dafür gibt es dann die Basisvariante, den sogenannten 218i. Das ist ein frontgetriebenes Fahrzeug mit einem 136 PS starken Benzinmotor an Bord. Die Dieselvarianten, die starten bei knapp unter 40.000 €. Und wer den leistungsstarken Benziner haben will, den wir haben, also den 223i, der muss mindestens 42.500 € einplanen, zumindest als frontgetriebene Variante. Soll es die Allradversion sein, dann kostet das Ganze nochmal 2.000 € extra. Die Plug-in-Hybride, die starten bei knapp unter 45.000 € und die große Version von dem Plug-in-Hybrid, die liegt bei ungefähr 49.000 €. Also insgesamt eine relativ breite Palette und ganz wichtig ist aber, das sind immer die Basisversionen. Das heißt, da kommt die Ausstattung oder die höhere Ausstattungslinie immer noch dazu. Zu den Assistenzsystemen, die hier im Auto immer mit an Bord sind, gehört unter anderem ein Tempomat, aber auch ein Aufmerksamkeitsassistent oder ein Frontkollisionswarner oder eine Rückfahrkamera, nur um einige zu nennen. Darüber hinaus kann ich noch einiges an Assistenzsystemen dazu bestellen und dazu gehört unter anderem ein adaptiver Tempomat, aber auch ein Spurführungsassistent. Es gibt hier einen Falschfahrwarner oder einen Vorfahrtsassistenten und es gibt natürlich auch eine adaptive Verkehrszeichenerkennung und einiges mehr, das das Auto dann nochmals komfortabler und auch sicherer macht. Am Heck unseres Active Tourers wird es mal ein bisschen sportlicher und das fängt hier oben an mit dem großen Dachkantenspoiler. Darunter haben wir dann hier bei uns die abgedunkelte Heckscheibe. Und wenn wir dann hier an die Seite schauen, dann sehen wir hier diese schön schmalen, leicht abgedunkelten, zweigeteilten Rückleuchten. Die sind übrigens beim Fahrzeug immer bereits schon in der Basis in LED ausgeführt. Schauen wir weiter runter, dann gibt es hier auf dem Heckdeckel den Hinweis auf die Motorisierung. Und dann haben wir hier den in Wagenfarbe lackierten Heckstoßfänger. Der steht schön weit raus und sorgt damit dafür, dass er dem Auto so ein bisschen Kraft gibt. Außerdem haben wir das M-Paket an Bord und deswegen haben wir hier unten diese glänzend schwarzen Einsätze inklusive des großen Diffusors und auch inklusive dieser seitlichen satinierten Spangen. Und die sorgen einfach dafür, dass die Außenseite des Fahrzeugs betont wird. Und damit steht er von hinten schön satt auf der Straße. Insgesamt hat der Antrieb hier im Auto mit seinen 218 PS und 360 Newtonmetern Drehmoment wirklich leichtes Spiel mit den rund 1,6 Tonnen Leergewicht von unserem Zweier Active Tourer. Der Wagen beschleunigt vernünftig, der lässt sich gut handeln und vermittelt jederzeit ein wirklich gutes Gefühl beim Fahren. Das Fahrwerk ist schön straff, ist nicht unkomfortabel, aber für so einen Tourer vielleicht dem einen oder anderen dann doch wieder zu sehr Richtung Dynamik ausgelegt. Es ist eben ein BMW. Das gleiche gilt übrigens auch für die Lenkung. Die ist schön präzise und super direkt, aber auch da denke ich, dass der ein oder andere, der vielleicht eher ruhig fahren möchte, das Ganze vielleicht ja sogar als nervös empfindet. Nichtsdestotrotz, die Bremse lässt sich gut dosieren und somit haben wir hier ein wirklich vernünftiges Paket, das einfach Spaß macht beim Fahren. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass ich das Anfahrverhalten vom Auto nicht ganz so toll finde, denn hier hat man es immer mal wieder, wenn man an der Ampel steht oder einfach mal normal losfahren möchte, dass der Wagen doch einen sehr fein dosierten Gasfuß braucht, damit er eben nicht sofort losschießt. Auf der anderen Seite, wenn man den Wagen an der Ampel heranrollen lässt und dann plötzlich wird es grün und man will wieder losfahren und gibt Gas, braucht er zum Teil gefühlt eine Sekunde zu lang, bevor er reagiert. Also das hätte ich gerne genau andersrum, wenn BMW da nachbessern möchte. Ich hätte nämlich die Reaktion beim Weiterfahren gerne schneller und die Reaktion beim normalen Anfahren etwas besser dosierbar. Das ist aber vielleicht jammern auf hohem Niveau und vielleicht muss man einfach das Auto etwas länger fahren, um sich genau daran zu gewöhnen. So oder so, insgesamt macht er einen vernünftigen Eindruck und lässt sich eben nicht nur entspannt cruisen, sondern gerade eben durch das Umstellen bei den Fahrprofilen, denn ich habe hier die Möglichkeit, neben dem normalen Fahrprofil auch ein Sportprofil zu nutzen, ja, dann doch recht dynamisch bewegen und das wiederum ist für so einen Tourer eine Sache, die auch den einen oder anderen positiv überraschen könnte. Für den Zweier Active Tourer gibt es ein relativ umfangreiches Motorenprogramm und dazu gehören unter anderem Diesel- und Benzinmotoren. Das sind Dreizylinder 1,5 Liter Aggregate bzw. Vierzylinder 2 Liter Aggregate mit Leistung zwischen 136 bis rauf zu 218 PS. Darüber hinaus gibt es hier noch Plug-in-Hybride. Das sind zwei Varianten, nämlich einmal 245 und einmal 326 PS Systemleistung. Und hier arbeitet der 1,5 Liter Dreizylinder Benziner zusammen mit einem E-Motor, um so diese Systemleistung auf die Beine zu stellen. BMW gibt
gibt hier maximal elektrische Reichweiten von über 90 Kilometern an. Bei den Diesel- und Benzinern sind bis auf die kleinsten Varianten die Motoren immer sogenannte Mildhybride. Das heißt, wir reden hier über ein 48 Volt Bordnetz und über einen Startergenerator und daher können wir eben auch boosten und so kommen wir dort auf die Systemleistung. Der Zweier Active Tourer wird entweder als Fronttriebler oder aber mit Allrad angeboten und alle Fahrzeuge haben immer bereits in der Basis schon ein 7-stufiges Doppelkupplungsgetriebe mit an Bord. Immer mit an Bord hier im Active Tourer ist unter anderem ein 10,25 Zoll großes voll digitales Cockpit und auch hier in der Mittelkonsole ein 10,7 Zoll großer Touchscreen als Bedieneinheit fürs Infotainment. Wenn wir uns das Cockpit anschauen, dann sehen wir hier, dass wir über eine Taste am Lenkrad unterschiedliche Layouts wählen können. Es gibt einmal diese weite, einmal diese schmale Variante und dann gibt es auch noch mal eine reduzierte Version. Die sind alle drei sehr schön modern. Ich persönlich finde aber, dass man die Infos an der Seite nicht so toll ablesen kann. Und außerdem wünsche ich mir einfach eine Version mit Rundinstrumenten. Denn manchmal zieht es mich einfach dahin zurück, dann möchte ich einfach diese klassische Ansicht wieder haben. Darüber hinaus kann ich aber zum Beispiel hier auch die Inhalte in der Mitte, die angezeigt werden sollen, auswählen. Das ist der sogenannte Content hier und ich kann mir eben aussuchen, ob ich zum Beispiel Richtungsangaben sehen möchte oder lieber die Karte oder ob ich hier Informationen sehen möchte, wie zum Beispiel Informationen zu den Assistenz- und Sicherheitssystemen, aber wenn ich möchte auch Verbrauchswerte und einiges mehr, sodass es ja doch sehr, sehr viele Inhalte gibt, die ich individualisiert anzeigen lassen kann und somit mir hier genau meine Ansicht zusammenbauen kann, sage ich mal. Darüber hinaus habe ich hier das große Infotainment mit dem Touchscreen und dahinter verbirgt sich bei dem Homescreen eine Ansicht mit Kacheln und ich sehe im Moment so 2,5, nämlich die Navigation, mein Telefon und die Assistenten, kann aber wischen und habe dann die Möglichkeit, die weiteren Kacheln mir anzuschauen und kann übrigens, wenn ich möchte, auch zusätzliche sogenannte Widgets hinzufügen und das Ganze damit so individualisieren, wie ich mir das Ganze wünsche. Ich habe hier aber auch einen Menü-Button und da sehe ich dann alle Funktionen auf einmal, also auch die Unterfunktionen, wie zum Beispiel von Apple CarPlay. Da sehe ich nämlich hier Spotify, sehe WhatsApp und ähnliches, sodass ich da nicht immer erst in irgendwelche Menüs rein muss, um das zu finden, was ich suche. Aber man kann sehr schnell sehen, was das hier alles bietet. Ich habe hier Fahrzeugeinstellungen, die ich vornehmen kann. Ich sehe hier Wetterdaten. Ich habe hier die Möglichkeit, zum Beispiel in den BMW-Shop zu gehen. Ich habe die Betriebsanleitung dabei. Ich habe hier einen sogenannten Drive-Recorder, den ich aufrufen kann und vieles, vieles mehr. Und habe hier tatsächlich wirklich ein sehr umfangreiches Menü, mit dem ich das ganze Fahrzeug steuern und individualisieren kann. Und das Ganze ist auch wirklich selbsterklärend und absolut intuitiv zu bedienen. Das Platzangebot im Auto, das ist wirklich sehr ordentlich. Ich sitze hier vorne auch als großer Mensch wirklich vernünftig, kann aufrecht sitzen, finde eine gute Sitzposition, kann das Lenkrad vernünftig einstellen, habe genug Platz für die Beine, kann bei mir hier im Sitz sogar die Beinauflage noch verändern. Und grundsätzlich bietet dieser Sitz, das muss man auch dazu sagen, ordentlich Seitenhalt, denn wir haben das M-Sportpaket mit an Bord. Das heißt, wir haben hier halt auch Sportsitze mit dabei. Die Kopfstütze, die ist im Grunde genommen hoch genug für so große Menschen wie mich mit 1,95, dürfte sie ein bisschen höher sein, ist aber kein großes Drama. Ansonsten ist der Sitz bequem. Wie gesagt, Seitenhalt bietet er auf jeden Fall mehr als genug. Wie viel Platz noch hinter mir ist, wenn ich vorne sitze, das probieren wir gleich wie immer bei einem kurzen Zwischenstopp aus. So, der versprochene Zwischenstopp. Mal schauen, ob ich hinter mir sitzen kann. Mein Sitz wie immer nicht verstellt. Gucken wir mal. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich probiere es aus. Wir klettern rein. Also Platz für die Füße habe ich richtig viel. Und das, obwohl mein Sitz vorne ganz unten ist. Kopffreiheit habe ich tatsächlich auch noch über. Das ist so eine knappe Handbreit Platz. Und ja, ich kann sogar den Kopf nach ganz hinten legen. Auch das funktioniert. An den Knien, da passt meine Hand auch noch dazwischen. Also von daher für so ein kompaktes Fahrzeug hinten wirklich gute Platzverhältnisse. Ich bin 1,95 Meter groß, kein Leichtgewicht und sitze hier hinten wirklich gut. Mein Active Tourer, der bietet unterschiedliche Fahrmodi und das sind Personal, Sport und Efficient. Und der Basismod, das ist dieser Personal-Modus, der ist ja für ausgewogenes Fahren, für das tägliche Vorwärtskommen gedacht und der funktioniert eigentlich in jeder, sag mal, Lebenslage. Ich kann hier umschalten auf Sport. Dann wird, das hört man auch sofort, der Wagen natürlich sofort dynamischer. Gerade hier bei der Gasannahme merke ich das sofort. Die Drehzahlen werden höher und der Wagen ist dann tatsächlich einfach, ja, deutlich mehr auf das dynamische Fahren ausgelegt. Sehen wir auch sofort hier im
Cockpit, dass sich die Farbe ändert und das alles ein bisschen aggressiver aussieht. Darüber hinaus kann ich aber auch den Efficient Mode wählen, wenn ich das gerne möchte. Und der bietet mir dann, wie der Name es schon sagt, ein verbrauchsoptimiertes Fahren, ohne dass ich wirklich auf etwas verzichten muss. Klar, der Wagen ist dann nicht mehr so dynamisch, wie er sein könnte im Sportmodus, aber dafür bin ich eben umweltschonender und spritsparender unterwegs. In den Türen finde ich hier vorne auf der Fahrer- und Beifahrerseite normal große Ablagen. Die sind zweigeteilt, denn der vordere Teil, der ist schräg und relativ tief und damit kann ich dort ideal zum Beispiel eine Flasche unterbringen. Darüber hinaus finde ich hier in der Mittelkonsole vorne eine leicht schräge Ablagefläche. Da verbirgt sich auch das induktive Laden und das Telefon kann ich dort über eine Spange sichern, die man arretieren kann und so rutscht es nicht mehr hin und her und ist dort wirklich vernünftig untergebracht. Dahinter gibt es dann 2 Becherhalter und 2 USB-C-Anschlüsse, um hier Mobilgeräte zu laden oder aber um sie kabelgebunden mit dem Fahrzeug zu verbinden. Schaue ich dann weiter, dann finde ich hier die sogenannte schwebende Mittelarmlehne. Und das ist ganz spannend, denn darunter habe ich 2 sehr große Ablageflächen. Das wirkt fast schon wie bei einem Elektrofahrzeug. Und wenn ich mir dann diese Mittelarmlehne anschaue, da habe ich im vorderen Bereich die Fahrprogrammwahl oder auch die Möglichkeit, meine Fahrmodi und die Assistenten auszuwählen. Aber ich habe dahinter dann auch noch die Armauflage und darunter verbirgt sich ein kleines Fach. Das ist ideal zum Beispiel für ein Portemonnaie, für Kleingeld oder für den Schlüssel. Allerdings kann ich die Armauflage nicht verstellen. Dazu gibt es dann hier vorne noch ein normal großes Handschuhfach und wenn ich dann auf die Rückbank schaue, dann finde ich dort zum einen in den Türen wirklich relativ große Ablagen, darüber hinaus ein kleines Ablagefach auf der Rückseite der Mittelkonsole und auch wieder 2 USB-C-Anschlüsse und dann nochmal in der herunterklappbaren Mittelarmlehne 2 Becherhalter, damit auch da die Passagiere im Fond ihre Getränke vernünftig unterbringen können. BMW gibt das maximale Kofferraumvolumen des Active Tourer mit aufgestellter Rückbank mit bis zu 415 Litern an. Klappe ich die Rücksitze komplett um, was auch geteilt möglich ist, dann sollen daraus bis zu 1405 Liter werden. Das sind die Werte für die Fahrzeuge mit Mildhybridantrieb. Ist der nicht an Bord, dann wächst das Ganze auf 470 bis 1455 Liter an. Schön hier ist, dass ich eine komplett ebene Ladekante habe und darunter habe ich nochmal ein zusätzliches Fach, sodass ich wirklich vernünftigen Stauraum im Auto habe. Und wenn ich möchte, kann ich mit dem Auto natürlich auch einen Anhänger ziehen. Die maximal gebremste Anhängelast der optionalen Anhängerkupplung gibt BMW mit 1,5 Tonnen für unseren Testwagen an. Teil der Sonderausstattung in unserem Fahrzeug ist das Head-Up-Display und das ist hier so eine Lösung mit so einer herausfahrenden Scheibe. Davon bin ich kein großer Fan, weil ich finde, das ist kein vollwertiges Head-Up-Display. Nichtsdestotrotz habe ich hier die Möglichkeit, nicht nur die Position einzustellen, sondern ich kann auch hier das Layout dieses Head-Up-Displays verändern, ähnlich wie auch schon beim Cockpit, nämlich über den Knopf am Lenkrad. Und so habe ich hier die Möglichkeit aus unterschiedlichen Ansichten, nämlich zum Beispiel der Standardansicht, der sogenannten Richtungsansicht oder dem Assisted View, wo ich dann eben Informationen zum Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme bekomme und kann mir damit das Head-Up ja so anpassen, wie ich es persönlich für am sinnvollsten oder schönsten halte. Nichtsdestotrotz finde ich halt, dass diese kleine Scheibe hier vorne einfach nicht genug ist. Ein echtes Head-Up-Display projiziert die Information quasi auf die Straße und damit ins Blickfeld, sodass ich den Blick nicht senken muss beim Fahren. Das muss ich hier dennoch tun, obwohl ich ein Head-Up-Display habe. Und daher würde ich immer sagen, spart euch das Geld, denn die gleichen Informationen findet ihr ein kleines bisschen weiter unten und auch dafür müsst ihr nur den Blick leicht absenken, beziehungsweise könnt auch diese Informationen in der Peripherie wahrnehmen und habt damit eben dieses Teil, was mehr Geld kostet und kaputt gehen kann, eben nicht mehr mit an Bord. Die Materialauswahl und auch die Verarbeitung hier in unserem Zweier Active Tourer, muss ich sagen, finde ich sehr ansprechend. Ich habe hier zum Beispiel auf der Tür eine Bespannung mit schönen Ziernähten. Wenn ich dann hier unten schaue, dann ist das Soft Touch, eine schöne weiche Armauflage und Plastik finde ich tatsächlich erst hier unten bei den Ablagen. Schaue ich mir das Armaturenbrett an, dann habe ich hier komplett Soft Touch. Gehe ich weiter nach vorne, dann finde ich hier metallische Oberflächen, auch zum Teil mit so einer Struktur. Finde dann weiter unten hochglänzendes Schwarz und auch hier in der Mittelkonsole mattschwarze Ebenen und eben auch wieder diese metallischen Optiken. Schaue ich mir das Lenkrad an, dann habe ich außen einen sehr schönen, dicken, gepolsterten Lenkradkranz. In der Mitte, das macht alles einen sehr guten Eindruck. Das Einzige, was mir nicht ganz so gut gefällt, das sind hier die Bedieneinheiten. Ich finde, die wirken nicht so hochwertig, wie sie bei einem BMW sein könnten. Das mag Geschmackssache sein. Ich persönlich bin von dieser Optik hier kein großer Fan. Im Gegensatz dazu bin ich allerdings ein großer Fan zum Beispiel von den Schaltpedals, denn die sind wirklich sehr schön groß und machen einen sehr guten Eindruck, sind von hinten nochmal so gummiert. Ja, muss ich sagen, spricht mich persönlich tatsächlich an.
Dieses hochglänzende Schwarz finde ich auch hier oben wieder beim Thema Bedienung der Innenraumbeleuchtung oder zum Beispiel auch diesem Bedienelement, das hier normalerweise wäre für das Panorama-Glasdach. Und so habe ich insgesamt eine Anmutung, die wirklich sehr ansprechend ist. Bei uns auch hier nochmal mit diesen Oberflächen bei den Sitzen und den Ziernähten. Das sieht alles sehr, sehr ordentlich, sehr gut gearbeitet aus und macht auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Also definitiv eines BMW würdig. Das war der ADAC-Fahrbericht zum BMW 2er Active Tourer, bei uns mit dem 2 Liter Vierzylinder mit 218 PS an Bord. Wenn wir von außen aufs Auto schauen, ich finde, die Überarbeitung hat sich definitiv gelohnt. Der neue sieht deutlich moderner, deutlich sportlicher aus und ich finde auch die große Niere, die steht dem Wagen wirklich gut. Bei uns haben wir so ein bisschen gemogelt, denn wir haben hier das M-Sport-Paket an Bord und damit einfach eine etwas dynamischere, sportlichere Optik. Schauen wir ins Auto rein, dann finden wir drin zum einen gute Platzverhältnisse vorne wie auch in der zweiten Sitzreihe und finden vor allen Dingen schöne Materialien, sehr ordentlich verarbeitet. Das Fahren mit dem Auto macht wirklich Spaß, wobei hier wichtig ist, das ist ein Active Tourer und der macht seinem Namen alle Ehre, denn der ist eher dynamisch ausgelegt als der klassische Cruiser. Wenn man das mag, macht das richtig Spaß. Wer es eher sehr ruhig angehen lassen möchte, der sollte auf jeden Fall eine Probefahrt machen, bevor er sich für dieses Fahrzeug entscheidet. Die Ausstattung ist BMW typisch so, dass das Wichtigste mit an Bord ist, dass man aber sehr viel dazu kaufen kann und das sieht man auch wieder beim Preis. Die Basisvariante des Fahrzeugs kostet mit der kleinen Maschine ab 36.000 €. Unserer hier mit dem großen Motor und einer guten Ausstattung liegt dann schon wieder bei über 55.000 €. Nichtsdestotrotz, wer ein Auto in dem Segment sucht und etwas dynamischer unterwegs sein möchte, sollte den Wagen auf jeden Fall mal Probe fahren. Wenn euch das Format gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo oder ein Like da lasst und vergesst bitte bei der Gelegenheit nicht, auch direkt noch die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft keinen unserer ADAC-Fahrberichte mehr verpasst.